Wir sind Katja und Nico von Innix Tagen um die Welt. Wir reisen 3 Monate durch Südamerika. Und in diesem Video zeigen wir euch den neuen Regenbogenberg, den Palay Puncho. Da sind wir wieder, morgens um 4 heute. Und wo geht's heute hin? Wieder zu einem Regenbogenberg. Wir sind ein bisschen langweilig. Ja, Regenbogenberge sind aber auch sehr schön. Heute geht's zum neuesten Regenbogenberg. Wir sind sehr gespannt. Die Bilder im Internet sehen toll aus. Ich glaube, wir haben wieder 4 Stunden Fahrt im Van vor uns. Und jetzt gucken wir mal, wann wir abgeholt werden. Fast alle Touren oder die ganzen Berge, die man hier in Cusco besuchen kann, liegen eigentlich immer alle so 3 bis 4 Stunden Fahrt entfernt. Deswegen gehen die Touren auch immer so früh los, weil man halt eine ganz schöne Strecke erstmal zurücklegen muss. Und wir fahren heute zum Palay Puncho. Der ist gut 4 Stunden von Cusco Autofahrt entfernt. Auf der Hälfte ist eigentlich bei fast allen Touren so, gibt es immer erstmal ein Frühstück. Gut zu wissen, es ist hier morgens ja immer so um 5, um 6. Es geht gerade die Sonne richtig auf. Also es wird langsam etwas warm in der Sonne. Aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr kalt. Und gerade in den Frühstückslokalen ist es meistens sehr, sehr kalt. Also dick anziehen. So, wir haben es jetzt 9:30 und sind am Wanderweg angekommen. Hinter uns kann man schon die Berge sehen. Das ist ein Hammer-Ausblick, den man hier hat. Und jetzt laufen wir, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, eine knappe Stunde durch die Gegend. Die Anfahrt hierher ist schon grandios. Wenn man eine Stunde lang durch dieses Tal fährt von Layo, der Ausblick da ist wahnsinnig. Hier geht es ganz schön schnell hoch. Es liegt aber auch an der kleinen Gruppe, die wir hier sind. Denn ganz vorne läuft einer los und alle rennen hinterher. Ist nicht gesund. Also die Luft ist heute ein bisschen knapper als gestern. Gestern durften wir langsamer laufen. Wir haben auf 4,5 geparkt. Und der Gipfel, wo wir hinlaufen, ist auf 4.790 Meter. Ja. Also ich habe das Gefühl, Höhenmeter. Das machen wir jetzt gleich mal in 15 Minuten weg. Ja. Also ich glaube, irgendwas gibt es da oben, wofür man sich anstellen muss. Oder man kriegt einen Preis, wenn man da oben der Schnellste ist. Aber der junge Mann, der da ganz vorne wegläuft, der macht nicht ein einziges Foto, das habe ich noch nie erlebt. Der hat eine Trailrunning-Tour gebucht. Ich habe dir aber die Wanderschuhe an. So, wir sind jetzt oben am ersten Aussichtspunkt angekommen. Und hier seht ihr, das ist das Besondere, also Palay Puncho übersetzt in der Andensprache quasi, kann man sagen mit Poncho oder Andenponcho, weil diese Lagen und dieses Aufgestellte halt so ein bisschen an dieses Muster auch erinnern, wie man das auch immer findet. Das Besondere hier am Palay Punchos ist, dass die Schichten ein bisschen anders aussehen, als ihr es jetzt von anderen Regenbogenbergen kennt. Hier habt ihr diese typische Rotfärbung, das ist wieder das Eisenoxid. Es gibt diese Grüntöne, das ist vor allem Chloridverbindungen. Und ihr habt die weißen, das ist vor allem Quarzverbindungen.
Und das macht hier quasi diese Dreierschichtung und diese vor allem rötliche Färbung. Und es ist eben auch besonders, weil es komplett schräg gestellt ist. Und dadurch habt ihr hier wirklich quasi diese Schichten, diese Layer aufeinander liegen, was richtig, richtig cool aussieht. Ach, wie das immer so ist auf so Touren, dann muss alles ganz schnell gehen, weil, keine Ahnung, irgendjemand Hunger hat. Na, und die Content Creator, die machen zu viel, die brauchen zu lang und die laufen zu langsam. Ja, also unser Tourguide ist auf dem Rückweg. Ich weiß gar nicht, ob es noch woanders hingeht, aber selbst wenn es das hier jetzt gewesen wäre, wir sind jetzt ungefähr 30, 40 Minuten hochgelaufen zu dieser Felswand, die irre beeindruckend ist. Und jetzt geht's wieder runter und ich glaube, dann fahren wir aber auch schon wieder zurück. Theoretisch könnte man hier auch eine Rundwanderung draus machen, aber ich glaube, das ist mit einer Tagestour nichts. Aber ich kann mir vorstellen, dass es hier in Zukunft vielleicht auch irgendwen gibt, der hier mal für eine Tageswanderung in der Nähe übernachtet oder so. Tja, man wird sehen. Ist wieder dieses Zwiegespaltene, ne? Will man es bekannt machen oder lässt man diesen unglaublich beeindruckenden Ort einfach unbekannt, damit der so schön bleibt, bis auf alle Ewigkeit. Tja, das Verrückteste daran ist aber, bis vor 2-3 Jahren war hier noch ein Gletscher. Wieder kleine, können wir sagen, Aussichtspunkte. Man muss zwar über Stock und Stein krabbeln teilweise. Und dann hat man immer wieder richtig schöne Blicke auf die Felsen und die ganze Musterung, die halt haben. Dieser Berg ist unheimlich fotogen. Man kommt aus dem Bildermachen gar nicht mehr raus. Und natürlich kann man hier auch hervorragend Fotoideen umsetzen, was unser Guide hinter mir auch ganz eindeutig tut. Viel größer dürfte die Gruppe deswegen allein schon nicht sein, weil sonst gehen wir nie wieder vom Berg runter. Wie war es auf dem Berg? Also der Berg ist schon mal top. Diese Landschaft ist einfach grandios, kommt auf jeden Fall her. Die Wanderung ist moderat, sie ist machbar. Es gibt super viele wunderschöne Fotostops. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Was natürlich ein bisschen dagegen spricht, tatsächlich ist die 5 Stunden Anfahrt. Man sollte schwindelfrei sein bei der Anfahrt. Es ist eine kleine Gruppe, das ist an sich ganz cool, dass hier noch nicht so viel los ist. Aber dadurch ist das Tempo hoch auch ein bisschen schneller, als wenn es jetzt so große Gruppen sind wie am Winnekunka. Es ist noch ein bisschen ein Geheimtipp. Wie gesagt, erst seit 2025 kann man überhaupt hierher. Das bedeutet auch, es gibt auch nicht jeden Tag Touren. Also ihr müsst einfach mal schauen, wann eine Tour ist und da auch ein bisschen frühzeitig gucken in Cusco. Jetzt geht's zurück. Jetzt geht's zurück. Dann geht's Mittag. Und dann landen wir heute Nacht wieder in Cusco. Und morgen gibt es wieder ein neues Video. Abonnieren nicht vergessen. Gefällt mir drücken und schreibt uns ruhig mal was in die Kommentare. Vor allem, wenn ihr Fragen habt, die beantworten wir immer sehr, sehr gerne.